Servus Fotofreunde, du bist Fotografieanfänger und hörst immer mal was von APS-C und Vollformatkamera. Ich habe hier verschiedene Kameras da, sowohl eine APS-C, die aktuelle von Sony 6600B und aber auch die Sony 7R2 und die nagelneue 7 IV. Filmen tue ich gerade mit der 7R4, also in der R-Serie bin ich schon lange unterwegs und kenne mich recht gut aus und wollte für dieses Video gerne mal die 7 IV testen und noch die 6600. Und wenn du eben auch wissen möchtest, was jetzt genau die Unterschiede sind zwischen APS-C und Vollformat und ob du es benötigst, dann bleib dran und schau dir das Video an. Viel Spaß dabei! Ja, kommen wir zum ersten großen Hauptunterschied zwischen der Vollformat- und der APS-C-Kamera. Und zwar macht das auch diesen großen Preisunterschied aus. Die Vollformatkameras sind in der Regel ca. 1000 bis 1500 Euro teurer als die APS-C-Modelle und deswegen nutzen auch Anfänger sehr, sehr gerne APS-C-Modelle. Und schon mal vorweggegriffen, das ist auch nicht unbedingt jetzt eine schlechte Entscheidung, weil man am Anfang doch nicht gleich so viel Geld ausgeben muss, um dann auch zu testen, ist die Fotografie meins oder ist es eben einfach nur ein kleineres Hobby, und dann ist dafür auch eine APS-C-Kamera vollkommen ausreichend. Der größte Hauptunterschied ist der Sensor. Der Sensor, den findet ihr hier drinnen. Und der Sensor ist einfach das Herzstück der Kamera. Wenn der Sensor kaputt ist oder beschmutzt ist, dann ist eure Kamera nichts mehr wert. Das heißt, ihr müsst auch wirklich aufpassen, dass hier kein Schmutz reinkommt. Und bei der Vollformatkamera ist dieser Sensor, der ist ja rechteckig und der hat 36 mm x 24 mm. Kommen wir jetzt zur APS-C-Kamera. Die APS-C-Kamera hat einen kleineren Sensor, das sieht man auch direkt auf Anhieb, den zeige ich euch jetzt auch nochmal in die Kamera. Und dieser ist nur 22,3 x 14,9 mm groß. Sieht jetzt erstmal auf den ersten Blick nach einem kleinen Unterschied aus, aber es ist wirklich so, dass dieser Unterschied einen großen macht und eben auch preisbedingt ein hochwertiges technisches Feature der Kamera ist. Und das ist einfach der Hauptgrund, warum eine Vollformatkamera deutlich teurer ist. Aber was bringt mir jetzt eigentlich der größere Sensor? Letztendlich ist es so, dass bei dem größeren Sensor mehr Bildinformationen auf deinem Foto letztendlich gespeichert werden können. Das heißt, eine größere Fläche von deinem Bildausschnitt wird abfotografiert. Ihr müsst euch das so vorstellen, wir haben ja sozusagen 360 Grad rundum um uns rum unsere Natur bei der Landschaftsfotografie, und die Kameras können mit einem Vollformatsensor einfach einen größeren Bildausschnitt fotografieren. Beim APS-C wird einfach ein kleinerer Bildausschnitt fotografiert. Jetzt ist es ja auch so, dass man nicht nur die Kameras hat, sondern auch die Objektive. Und mit den Objektiven kann man das ein Stück weit wieder kompensieren. Und dieser Faktor zwischen den beiden liegt bei ungefähr 1,5. Das ist der sogenannte Crop-Faktor. Also der Crop-Faktor bestimmt, wie viel enger der Bildausschnitt bei der APS-C-Kamera ist als bei der Vollformatkamera. Wenn man jetzt diesen Crop-Faktor mit Hilfe eines Objektives ausgleichen möchte, dann muss man auf die Brennweite schauen. Die Brennweite bestimmt beim Objektiv, wie groß der Bildausschnitt ist. Habe ich eine Brennweite, die eine geringere Zahl hat, bedeutet das, dass ich mehr sehe, also zum Beispiel 16 mm, sehe ich mehr als bei 35 mm, das ist enger. Und wenn jetzt zum Beispiel diese 35 mm
durch 1,5 geteilt werden. Dann habe ich die Millimeteranzahl, die ich bräuchte, um bei der APS-C-Kamera den gleichen Bildausschnitt zu fotografieren, wie auch bei der Vollformatkamera. Dann habe ich zwar den gleichen Bildausschnitt kreiert, aber mein Sensor ist ja immer noch kleiner. Das heißt, ich habe immer noch weniger Bildpunkte als bei meiner Vollformatkamera. Das heißt, das Bild wird zwar nachher gleich aussehen, aber die Bildqualität wird bei der Vollformatkamera immer noch deutlich besser sein als bei dem APS-C-Modell. In der Praxis kann ich noch einen kleinen Trick anwenden, wenn ich den gleichen Bildausschnitt haben möchte, indem ich einfach einen Schritt zurückgehe. Also ich kann mit der APS-C-Kamera einfach weiter zurückgehen, wenn ich halt die Möglichkeit habe, wenn ich jetzt nicht im Raum fotografiere, um den gleichen Bildausschnitt hinzubekommen wie bei der Vollformatkamera. Ein weiterer Vollformat-Pluspunkt ist natürlich, wenn ich jetzt zum Beispiel ein und das gleiche Objektiv habe, also sagen wir mal ein 16 mm, dann habe ich auf der Vollformatkamera natürlich einen deutlich weiteren Bildausschnitt als auf der APS-C-Kamera und kann damit zum Beispiel auch in kleinen Räumen, in beengten Räumen viel mehr aufs Bild bekommen, als ich das jetzt überhaupt mit der APS-C-Kamera schaffen könnte. Wenn ihr jetzt kleine Hintergrundgeräusche hört, dann liegt es daran, dass sie gerade bei mir die Straße aufschneiden, weil unser Nachbar keinen Strom mehr hat. Also ich hoffe, man versteht mich noch. Das hat übrigens keinen Einfluss auf die Unschärfe des Hintergrundes. Also die Unschärfe des Hintergrundes ist bei der APS-C-Kamera als auch bei der Vollformatkamera gleich. Das hängt vom Objektiv ab, vom Abstand, vom Hintergrund und auch wie weit du von der Person wegstehst, die du fotografierst. Nächster Punkt, Objektive, beziehungsweise geht schon so ein bisschen ins Fazit. Also, die Objektive sind klassischerweise bei der Vollformatkamera hochwertiger als bei den APS-C. Denn normalerweise haben die Berufsfotografen und die Fotografen, die mehr Anspruch haben, eine Vollformatkamera und dementsprechend werden auch da die hochwertigeren Objektive gemacht. Letztendlich kommt es für mich immer darauf an, sieht man es auf dem Bild oder sieht man es nicht? Und ist es mir dieser Preis wert? Ich jetzt als Berufsfotograf, mir ist es das tatsächlich wert. Also ich habe keine einzige APS-C-Kamera zu Hause. Ich habe nur Vollformatkameras zu Hause, weil ich diesen Qualitätsunterschied nicht missen möchte, auch wenn der Preis dafür relativ hoch ist. Allerdings ist es tatsächlich so, dass man auch Fotos mit der APS-C-Kamera machen kann und man diese nicht mehr von der Vollformatkamera unterscheiden. Also wenn ich jetzt gerade draußen unterwegs bin, wo ich genug Platz habe, wo ich eben einen Schritt zurückgehen kann, wo ich mein gutes Objektiv benutzen kann an meiner APS-C-Kamera, dann sieht man tatsächlich auf dem Bild keinen Unterschied mehr. Und die Vorteile von der Vollformatkamera kommen besonders dann zur Geltung, wenn man sagt, möchte zum Beispiel Architekturfotografie machen, man hat kleine Räume, ich fotografiere viele Hochzeiten, da bin ich oft in Standesämtern, da ist es sehr beengt oder auch beim Getting Ready dann im Bad oder in anderen kleinen Räumen. Und da bin ich riesig froh, dass ich meine Vollformatkamera habe mit einem sehr weitwinkligen Objektiv, um diese schönen Momente dann auch entsprechend festhalten zu können. Außerdem habe ich ja auch in der Vollformatkamera immer die Option auf APS-C umzuschalten. Dann wird einfach der Bildausschnitt verkleinert, aber das bringt normalerweise nichts, das in der Kamera einzustellen, denn ich kann ja auch hinterher einfach mein Bild beschneiden. Letztendlich ist es dann kein Unterschied. Ich habe das ausprobiert, die Vollformatkamera Bilder gemacht im normalen Modus und im APS-C-Modus. Und habe es hinterher beschnitten am PC und es hatte genau die gleichen Pixel, lange Seite, kurze Seite. Also man kann es auch genauso gut hinterher beschneiden. Aber an sich steckt sozusagen in der Vollformatkamera auch immer eine APS-C-Kamera drinnen und das braucht man nur dann, wenn man ein APS-C-Objektiv hat, das nicht diese Weitwinkligkeit hat und man würde sonst einen schwarzen Rand sehen. Dann kann man in der Kamera, wenn man den schwarzen Rand nicht sehen möchte, weil man ein APS-C-Objektiv hat, in der Kamera einstellen, dass man APS-C fotografieren möchte und somit schneidet man direkt bei der Aufnahme den Rand schon weg. Letztendlich, wie gesagt, ist es gehupft oder gesprungen sozusagen. Man könnte es auch nachträglich am PC wegschneiden.
Ein weiterer Punkt ist, dass dadurch, dass die APS-C-Kameras eben grundsätzlich für den Hobbymarkt gedacht sind, es da auch schon weniger Knöpfe gibt. Also hier bei der Sony Alpha 6600 sieht man schon, dass hier diese Oberfläche deutlich weniger Knöpfe hat. Hier ist es relativ ähnlich geblieben vom Menü. Und aber zum Beispiel hier, was mir hier fehlt, ist noch ein zweiter Ring. Also hier kann ich die Blende verstellen, aber hier würde mir noch ein zweiter Knopf für die Verschlusszeit fehlen. Im Gegensatz zu den Vollformatkameras, jetzt zum Beispiel hier bei der Sony Alpha 4, habe ich einfach, erstens mal habe ich da mehr in der Hand. Das heißt, habe ich jetzt ein schweres Objektiv. Hier ist es natürlich so, bei der APS-C-Kamera, da ist die APS-C-Kamera relativ leicht und das sollte man auch mit leichten Objektiven nutzen. Ich habe jetzt hier mein schweres 135 mm 1.8 Objektiv von Sony dran und das zieht mir schon ganz schön runter. Also da würde ich den ganzen Tag damit gar nicht so angenehm fotografieren können, weil ich immer diesen Zug nach vorne habe. APS-C-Kameras sind für leichte Objektive gedacht, was natürlich auch im Hobbybereich deutlich angenehmer ist, nicht so viel Gewicht rumzuschleppen. Im Profimarkt sozusagen oder in der Profiarbeit ist es so, dass ich gerne mit den guten Objektiven arbeite, die leider meistens auch etwas schwerer sind. Aber dann habe ich auch gerne lieber hier was Richtiges in der Hand. Und gerade jetzt die Sony 7 IV, die ich jetzt hier auch zum ersten Mal heute in der Hand halte, gefällt mir da wirklich gut. Die kann man gut greifen, ist ein bisschen größer als die 7R2. Für meine Hände, Frauenhände, ist das jetzt schon noch in Ordnung, also ich komme damit schon klar. Aber ich habe auch öfters schon gelesen, dass in Männerhänden die 7R2er Serie etwas zu klein war. Und denen kann ich sagen, hier die 7 IV ist wieder eher, wie es früher auch bei der Canon war, deutlich angenehmer in der Hand. Und dementsprechend sollte man eben auch seine Objektive wählen. Ein kleiner Hinweis noch für Leute unter euch, die gerne Milchstraße fotografieren. Für Milchstraßenfotografie solltet ihr auch wieder eher zur Vollformatkamera tendieren, denn diese hat einfach etwas weniger Rauschen und Körnung im Bild, als es die APS-C-Kameras haben. Und durch den größeren Winkel könnt ihr einfach mehr von der Milchstraße einfangen, was durchaus von Vorteil sein kann, wenn man auch solche Milchstraßenbögen fotografieren möchte. Ich werde euch hier gleich mal eins einblenden, was ich mit meiner Vollformatkamera geschossen habe. Dafür habe ich 30 Bilder gemacht, die ich zusammengelegt habe. Und der Sternenhimmel bewegt sich ja weiter. Das heißt, umso mehr Einzelbilder ihr machen müsst, umso mehr haben sich die Sterne schon wieder weiter bewegt und umso schwieriger wird es, ein wirklich schönes Gesamtbild hinterher zusammenzufügen, sogenanntes Stitching zu machen. Und da würde ich euch wirklich empfehlen, eine Vollformatkamera, ein super weitwinkliges Objektiv, denn dann habt ihr schon direkt mit einem Bild sehr viel auf euren Sensor gebrannt. Wenn du jetzt ein Anfänger bist und du möchtest mit der Fotografie starten und du fragst dich ja, welche Kamera ist denn jetzt für mich am besten? Ich habe einen Amazon-Shop und dort werde ich dir ein Paket aus APS-C-Kamera und auch einem Objektiv zusammenstellen. Schau doch gerne mal rein, der Link steht unter dem Video und ich lebe von dem Geld, was ich über diese kleinen Affiliate-Links bekomme. Da bekomme ich nicht viel, Amazon ist da leider nicht so spendabel, aber ich würde mich riesig freuen, wenn du dir eine Kamera oder ein Objektiv zulegst, dass du es über meine Links kaufst oder mir kurz Bescheid gibst, welches du kaufen möchtest, dann kann ich dir dazu einen Link schicken, denn dann kann ich wieder solche kostenlosen Videos für dich machen und ihr unterstützt mich einfach für mein nächstes Video und motiviert mich auch dabei zu bleiben. Ich hoffe, dir hat mein Video über APS-C und Vollformatkameras gefallen. Abonniere gerne meinen Kanal, gib mir einen Daumen nach oben und wenn du Fragen hast, stell sie mir gerne in die Kommentare oder einen Wunsch fürs nächste Video. Auch dieses Video war ein Wunsch von einem Follower und sehr gerne komme ich dem nach und mache Videos zu euren Wünschen oder zu deinen Wünschen. Schreib's mir unten hin und bis zum nächsten Video. Deine Janina.